Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Einige Tastenkombinationen in Visio bzw. Blend Engineer, mit dem Sie Ihre tägliche Arbeit besser bewältigen können. Sicherlich finden Sie einige nützliche Tastenkombinationen, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen. Sie sehen hier eine leere Zeichnung. Nein, Sie sehen nicht die ganze Zeichnung, sondern einen Ausschnitt davon. Wenn Sie das ganze Zeichenblatt sehen wollen, können Sie über die Registerkarte Ansicht das Ganze an das Fenster anpassen. Oder Sie verwenden die Tastenkombination, die hier angezeigt wird, Umschalt-Steuerung-W. Mit Umschalt-Steuerung-W passen Sie Ihre Zeichnung so an, dass Sie das ganze Zeichenblatt sehen. Ich möchte nun auf das Zeichenblatt ein Shape oder mehrere Shapes ziehen. Dazu öffne ich aus einer Schablone ein Shape, markiere das Shape, beispielsweise hier ein Ventil, zugegeben sehr untypisch so zu beginnen, ziehe das Ventil aufs Zeichenblatt und möchte es natürlich vergrößern, indem ich die Tastenkombination Shift-Steuerung drücke und um das Ventil einen Rahmen ziehe. Ich möchte gern dieses Ventil um 90 Grad drehen, nach links oder rechts. Natürlich kann ich das Drehen-Werkzeug verwenden, natürlich kann ich über Start aus Positionieren, das Shape drehen, das Shape um 90 Grad nach rechts oder links drehen und hier sehen Sie auch die Tastenkombination Steuerung L bzw. Steuerung R, mit dem Sie das Shape drehen können. Ich möchte gern dieses Shape duplizieren. Natürlich können Sie mit Steuerung C, Steuerung V das Shape duplizieren. Natürlich geht es auch mit Steuerung D, D wie duplizieren. Es geht aber noch besser. Wenn ich dieses Shape an eine andere Stelle verschiebe und beim Verschieben die Steuerungstaste drücke und gedrückt halte, dann wird das Shape nicht dorthin verschoben, sondern, wie Sie neben dem Mauszeiger sehen, dorthin dupliziert. Diese Aktion können Sie wiederholen. Sie müssen nicht jedes Mal duplizieren, 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 sondern diese Aktion, die ich eben ausgeführt habe, können Sie rückgängig machen mit der Tastenkombination Steuerung Z, die kennen Sie, oder Sie wiederholen sie mit Steuerung Y oder auch F4. Mit der Funktionstaste F4 oder Steuerung Y wiederholen Sie diese letzte Aktion. Also, ein Shape kann verschoben werden, ein Shape kann beim Verschieben mit der Steuerungstaste dorthin dupliziert werden. Ein Shape kann verschoben werden und dabei seine waagrechte oder senkrechte Position beibehalten, indem Sie die Shift-Taste drücken. So kann ich es nur nach oben und unten oder nur nach links und rechts, nicht diagonal verschieben. Wenn Sie Shift und Steuerung drücken, dann wird beim Schieben sichergestellt, dass das neue Duplikat genau auf der gleichen Höhe ist wie das alte. Manchmal will ich auch das Gitter übergehen. Natürlich hilft dieses Raster, dieses Gitter im Untergrund, dass die Shapes genau dort einrasten. Aber beispielsweise bei Texten oder bei freien Linien möchten Sie dies nicht haben. Drücken Sie die Alt-Taste. Mit gedrückter Alt-Taste können Sie temporär dieses Gitter übergehen. So positionieren Sie Ihr Shape an die Stelle, an der Sie es haben wollen. So, ich habe nun mehrere Shapes positioniert und es könnte ja durchaus sein, dass eines der Shapes, weil ich gewackelt habe, an einer anderen Stelle sitzt. Damit ich sie alle auf die gleiche Stelle bekomme, markiere ich ein Shape, ein Bezugsshape, das stehen bleibt und markiere alle anderen Shapes mit gedrückter Shift-Taste. Shift, ich ziehe einen Rahmen rum und könnte nun alle Shapes zueinander ausrichten, indem ich über Ausrichten vertikal zentriere. Oder ich drücke hier die Funktionstaste F8. Mit F8 wird der Ausrichten-Dialog geöffnet und damit können Sie auch bequem ausrichten. Und so wird sichergestellt, dass alle Shapes auf der gleichen Linie sitzen. Ich zeige es ein zweites Mal. Wenn ein Shape an einer anderen Position sitzt, markiere ich das Shape, dessen Position beibehalten werden soll, markiere mit gedrückter Shift-Taste alle anderen Shapes und mit F8
Kann ich Ausrichten aufrufen, okay, und habe nun bequem die Shapes ausgerichtet. Leider stimmen jetzt die Abstände nicht mehr. Und dafür gibt es leider keine Tastenkombination. Das heißt, hier müssten Sie über das Menüband, über Start, Positionieren, die Abstände horizontal gleichmäßig zueinander verteilen. Und ja, ich weiß, normalerweise werden Sie eine Rohrleitung erzeugen. Normalerweise werden Sie über Plant Engineer aus den Zeichenwerkzeugen eine Rohrleitung holen und werden normalerweise dieses Shape auf die Rohrleitung positionieren. Ich habe jetzt eine Rohrleitung ausgewählt und jetzt hat sich der Mauszeiger von Visio geändert. Ich könnte jetzt eine zweite Leitung zeichnen. Was aber, wenn ich zurück möchte auf das normale weiße Zeichenwerkzeug? Wie komme ich schnell zurück? Natürlich kann ich über Start das Zeigertool aktivieren. Oder ich drücke die Tastenkombination STRG 1 und damit kann ich bequem von dem aktuellen Werkzeug zurück auf das Zeigertool springen und wie Sie sehen, der Mauszeiger wechselt seine Farbe in weiß und jetzt kann ich bequem dieses Shape markieren und dieses Shape auf dieser Rohrleitung fallen lassen, platzieren und damit wird die Rohrleitung auch geteilt, wie Sie hier an den grünen Punkten sehen. Achtung, aufpassen, eine gefährliche Taste. Ich liebe F8, das ist eine wunderbare Taste, um schnell mehrere Shapes auszurichten, aber manchmal passiert es, dass Sie aus Versehen auf die Taste F9 kommen. F9 macht Folgendes: Mit F9 wird unter Ansicht die visuelle Unterstützung und dort das Kleben deaktiviert. Sie wollen ja Rohrleitungen kleben, das heißt, Sie wollen ja, dass diese Rohrleitung hier an dieses Shape klebt, das sehen Sie an der grünen Farbe. Das heißt, wenn ich jetzt das Ventil verschieben würde, soll die Rohrleitung natürlich mitwandern. Das Deaktivieren dieses Klebeverhaltens passiert leider mit der Funktionstaste F9 und man sieht es nicht, dass das Kleben deaktiviert ist. Deshalb sollten Sie es wissen, beziehungsweise umgekehrt, wenn Visio nicht klebt, unter Ansicht visuelle Unterstützung nachschauen, ob das Kleben aktiviert ist. So, das waren einige Tastenkombinationen, die ich in Visio sehr gerne verwende. Sie vielleicht auch. Vielleicht nicht alle, aber doch den einen oder anderen Tipp verwenden können, damit die Arbeit einfach schneller und bequemer funktioniert.